absolut. Und weiter sagen Sie auch, bei den Themen der politischen Philosophie, der Ästhetik, dass es eine wertneutrale gibt oder wertorientiert. Wertneutral, ist das wertlos oder was meinen Sie? Ja, kann man von Machiavellismus sprechen, dass der Politiker stark sein muss wie ein Löwe und raffiniert wie ein Fuchs. Also raffinierte Methoden des Gewinns, des Maximum des Gewinns. Und wenn wir, das wertneutral, sagt man. Aber ein Politiker, der nachhaltige Politik macht, ist wertorientiert und das Nachhaltige und Überzeugende. Und deswegen nicht nur wertneutral, sondern gebunden oder berücksichtigt. Ja. Ja, und bei der Wertorientiertheit, da kommt ja sofort dann die Axiologie, die Wertlehre hinein. Und ja, was ist Ihre Definition, Essenz oder Bewertung von diesem Axiologie oder Wertlehre? Wie können Sie das konkretisieren? Ja, die, Moment, wir haben eine Art Wertskala, ne? Mhm. Wertskala, ja, wo ist das? Die Wertskala, ja, hier. Ah, ja. Wertskala. Sie haben ja unten Mhm. Ja, das Gerechte, das ist das immer gut, Heilige, ja. Gute, Wahre, Moral und dann der Sprung in die Ästhetik. Ja, ja, Und so versuchen wir, die sehen ja am Bild, die Ästhetik ist Bereich der Freiheit und Bereich der Subjektivität. Die ja, Ästhetik hat so Dynamik, ist in die Poesie, surreale Ideale, ein Bereich der Freiheit. ja, Und so, wie orientiert sich eine Entscheidung, nach welchem Wert. ja. Ist jetzt stehen geblieben bei der Ethik, bei der Moral. Die Ästhetik war jenseits der Betrachtungsphase. Aha, okay. Das ist, Ja, sieht das man sehr heißt, gut, ja. die Ästhetik impliziert das Wertsystem Aha, ja, und geht darüber hinaus, ein qualitativer Sprung. ja, Und so haben wir eine Art Erweiterung des Blicks. ja. Ja, in Deutschland ist ja Immanuel Kant ein Begriff und der hat ja diesen kategorischen Imperativ, nach dem Gewissen zu leben und sein und sollen. Und da gibt es ja so viele Begriffe in der Philosophie und die Objektivität oder auch die Subjektivität in der Bewertung und so weiter. Also ja, Beispiel oft wird die Blume genannt und das ist eine objektiv ist es ein Fakt, aber und da spielt wieder der Intellekt mehr die Rolle, aber die Emotion und Wille ist nicht so beteiligt, wenn man das so sieht. Aber wenn man sagt, die Blume ist schön, dann ist schon mehr Emotion dabei und die Werte und so kommen da viel mehr hinein. Und wenn dann noch der Wille dazu kommt, dann Ja, ist das noch umschließt es die gesamte Persönlichkeit. Wie würden Sie diesen Willen auch einordnen in dieser politischen Ästhetik? Müssen die Politiker auch einen Willen haben, das umzusetzen oder auch, ja, wie kann man da auf das reagieren? gut. Also Immanuel Kant bei allen Ehren ist ein hervorragender Denker, ja, hat diese Empirismus und Rationalismus verbunden. Aber die Ethik wurde verarbeitet und überwunden durch Max Scheler, Wertphilosophie. Der Inhalt ist wichtig. Und deswegen unterscheiden wir drei Arten von Wissen: das Erlösungswissen, ein Pfarrer, Kommunikationswissen, wie wir miteinander umgehen, vernünftig und positiv, oder Herrschaftswissen. Und so haben wir in unserer Zivilisation ein Herrschaftswissen und führt eigene Wege. Und jetzt kommt raus, dieses Wissen, ist das objektiv oder interessenorientiert? Ja, darf ich sagen, bei uns in der Medizin ist eindeutig Interessen
Wissenschaft, Aha. ökonomisch orientierte. Das ist das Problem. Die Politiker jetzt sind sie auf Seiten der Ökonomie oder jetzt sind sie gezwungen vorzugaukeln, jetzt sind die Ökologie. Und diese Auseinandersetzungen machen unseren Zeitgeist aus. Und bis jetzt diese Konfliktsituationen führten zu gar nichts. Wir brauchen eine Argumentationsebene, wo der Mensch angesprochen wird. Du bist angesprochen, er ist angesprochen, nicht die oberen 10.000. Mhm. Und das ist die Sinnlichkeit der Ästhetik, die jeden einfachen Menschen anspricht. Und bittet um Hilfe für die Natur, wie Al Gore gesagt hat, wir müssen für die Natur Einzelmenschen ist angesprochen. Du bist angesprochen, ich bin angesprochen, meine Nachbarin. Ja. Und so können wir gemeinsam die Natur und die schönen Bäume und die schönen Tiere am Leben erhalten. Ja. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil es, glaube ich, jeder Mensch hatte tief drinnen eine Sehnsucht nach Werten, Wahrhaftigkeit, Guten und Schönen und auch nach einem Sinn für sein Leben oder sucht danach. Und natürlich, wir selbst haben uns nicht erschaffen oder es gibt Eltern für uns und die wiederum haben Eltern und so. Also es gibt für jedes Wesen eigentlich einen Schöpfer, für jedes Geschöpf. Was würden Sie sagen, wie könnte man diesen Paradigmenwechsel von Ethik zu Ästhetik schaffen? Ja, es ist eine Kleinarbeit. Wir versuchen durch jetzt meine Bemühungen bei den Vereinten Nationen und ich war bei der UNESCO und habe die Idee dargestellt. Es kam raus, dass diese Institutionen auch Schwierigkeiten haben. Wir wollen versuchen, nochmal an die Vereinten Nationen, bei der UNESCO, wo ich war, dort. Mhm. Ja. Ja, 2021 war das. Genau, vor einem Jahr. Ja, Aber da kam raus, dass die Damen und Herren, die mit mir diskutiert haben, ja französisch orientiert waren. und in Ihrem Buch beschreiben Sie auch über Raumästhetik, Zeitästhetik, historische Ästhetik, Naturzeitästhetik. Also das sind viele Begriffe. Können Sie die ein bisschen näher erklären? Ja, der Begriff Zeit, Moment, eine Sekunde. Das wird nicht, das wäre auch die Gelegenheit, diese Diskussion durch eine Ausstellung mit zu verbinden. Wir haben in der Raumphilosophie eine Art Bewusstseinsanalyse. Immanuel Kant vertrat die Raumtheorie, nur der euklidische Raum ist existent. Es gibt keine andere Möglichkeit als der euklidische Raum. Das heißt, Dreieck sind 180 Grad, die Dreiecksumme. Wenn wir 1820 an Bolyai Lobachewski denken, wenn wir Hebelbohlsche Form, ist die Summe der Dreiecke unter 180 oder sphärische Geometrie von Riemann 860 über 100. Wir haben jetzt modern die fraktale Geometrie. So haben wir den Raumbegriff erweitert. Dasselbe mit der Zeit. Die Zeit, zwei Elemente, Kinesis, die Bewegung, Metabole, die Veränderung. Und so haben wir immer die kalendarische Zeit, die historische Zeit als Grundlage genommen, aber die innere Zeit, die empfundene Zeit war vergessen worden, die Veränderung. Und deswegen, das muss Ihnen, vielleicht steht im Buch diese Zeichnung. Und das wäre schön, wenn wir nächstes Mal in Österreich, irgendwo anders, diese Begrifflichkeit darstellen. Mhm. Das wäre notwendig, dass die Zuhörer merken, die Zeitphilosophie und Raumphilosophie machen sie gemeinsam aus, die Grundlage des Bewusstseins.
Mhm. Dieses Bewusstsein ist erweitert worden. Der moderne Mensch ist weltoffener aufgrund der Veränderung des Zeitverständnisses, des Raumverständnisses. Ja. Ja, das ist wichtig und auch als in Ihrem Buch werden viele Eigenschaften der Schönheit aufgezählt. Das ist unglaublich, wie viele Aspekte Sie da erwähnen. Und wie sind Sie auf diese Punkte und auf die Eigenschaften gekommen? Sie sagen sogar, dass Schönheit über den höheren Wert der Ethik hinausgeht und zur Hypermoral wird. Wie definieren Sie das und erklären Sie? Das heißt, die ethischen Fragen sind entscheidbar nach Recht oder nicht richtig oder nicht richtig. Das ist eine Eindeutigkeit möglich. Wenn wir im Bereich der Ästhetik kommen, im Bereich der Freiheit, der Begriff schön hat ungeheuerliche, vielseitige Wirkungen, Eigenschaften, wie soll man sagen, Wirksamkeiten. Mhm. Und es geht mir darum, dass Hypermoral bedeutet, dass die Ästhetik impliziert das axiologische Wertesystem. Ja. Das heißt, die beinhaltet die Eigenschaften des Gerechten, des Wahren, des Guten. Und so haben wir eine Art Begriff, der komplementär ist und nicht irgendwie einseitig ist, trennbar, ist nicht trennbar. Okay.